Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS und zu einem Ausblick auf das Jahr 2021. Denn ich möchte euch in den folgenden Minuten 25 Projekte und Themen vorstellen, die euch in den kommenden Monaten auf diesem Kanal erwarten. Und damit ihr immer genau mitverfolgen könnt, ob ich all meine Pläne auch schaffe, gibt's die Themenliste als Bingo-Spielfeld. Denn nichts ist schöner als Erledigtes abzustreichen und sich gleichzeitig auf die noch anstehenden Videos zu freuen, oder? Los geht's! Natürlich, dieses Thema ist nach den beiden Jedi-Tempel-Tutorials keine große Überraschung. Denn ihr habt euch massiv für ein Bastelvideo ausgesprochen, damit der Tempel hoch über euren Spielplatten thronen kann. Kommt schon in ein paar Wochen. In 2020 hatte ich ja bereits die Yujing-Modelle aus der 2-Spieler-Starterbox Infinity Code 1 Operation Kaltström bemalt. Entsprechend wird es in diesem Jahr höchste Zeit, dass auch die Pan-Oceania-Minis ihre Farben bekommen. Vielleicht sogar in Metallic. Mal sehen. Aktuell dreht sich bei mir aber alles noch um das Geländebaubuch. In ein paar Tagen gehen die Daten endlich zur Druckerei, dann muss der Versand vorbereitet und nach Eintreffen der Bücher auch abgewickelt werden. Sobald dann aber die rund 2000 Bücher verschickt sind, möchte ich mit euch ausführlich auf den Produktionsmarathon zurückblicken. Wenn ihr schon jetzt bestimmte Fragen habt, lasst es mich im Kommentarbereich gerne wissen. Die Antworten gibt's dann im Video. Danach wird auch endlich mein vor knapp einem Jahr eingerichtetes Bastelzimmer wieder vorzeigbar sein. Von mir liebevoll Kreativraum genannt. Freut euch schon mal auf eine kleine Roomtour mit Making-of-Basteleien im 1:1 Maßstab. Außerdem möchte ich euch das meiner Meinung nach beste Games Workshop Spiel der letzten Jahre, Dekade vorstellen. Dazu habe ich bereits einiges vorbereitet, denn es wird alles andere als ein klassisches Regelerklärvideo. Seid gespannt! Natürlich müssen bis dahin aber noch ein paar Teams bemalt werden, allerdings nicht alle vor der Kamera. Welche Modelle ich euch zeigen werde, habe ich noch nicht entschieden. Zur Auswahl stehen einige GW-Teams und Mannschaften von Greebo Games. Und natürlich werde ich für Blitzbowl ein Spielfeld bauen. Allerdings keine schnöde Rasenfläche, sondern irgendwas Cooleres. Wenn ihr Vorschläge habt, schreibt sie in die Kommentare. Und wenn wir schon bei Lieblingsspielsystemen sind, darf Summoners natürlich nicht fehlen. Dazu steht ebenfalls ein ausführliches Regelerklärvideo an, denn das Spiel ist einfach zu gut. Nach der Erd- und Feuerfraktion muss in diesem Jahr ein drittes Volk für Summoners her. Allerdings habe ich mich noch nicht so recht entschieden. Luft, Wasser oder doch die Verdorbenen? Was meint ihr? Unter dem Video zur Bitsbox Challenge im vergangenen Jahr haben sich viele von euch ja für einen Schrottplatz ausgesprochen. Und mittlerweile habe ich auch jede Menge weiteren Kram zum Verbasteln gesammelt. Da kommt also megamäßiger Müll auf euch zu. Vielleicht sogar eine komplette Spielplatte. Mal schauen. Ansonsten möchte ich in 2021 mindestens eine neue Spielplatte bauen und dabei für euch die Kamera mitlaufen lassen. Außerdem steht ein kleiner Boxring für Rumble Slam auf meiner To-Do-Liste. Die Minis aus der Starterbox sind schließlich längst bemalt. Apropos bemalen, ich möchte in diesem Jahr endlich mal so einen richtig fetten Burschen bemalen. Oder Fahrzeug. Egal, irgendwas Großes halt. Ich tippe nur, dass es ein Langzeitprojekt abseits der Kamera wird. Aber ich werde euch in jedem Fall auf Facebook und Instagram mit Fotos auf dem Laufenden halten. Auf Instagram werde ich ab demnächst auch wieder regelmäßiger posten. Spätestens dann, wenn ich die Necrons aus der Indomitus-Box bemalen werde. Ich spiele zwar kein 40k, aber die Modelle fand ich richtig cool. Dummerweise hatte ich 2020 aber keine Zeit für sie. Und auch nicht für die Space Marines aus der Indomitus-Box. Ich überlege bei den Jungs allerdings immer noch in welchem Farbschema. In jedem Fall werden die Jungs richtig nach Kampf- und Schlachtgetümmel aussehen. Nach den Contrast Colors von Games Workshop hat der spanische Farbhersteller Scale75 kürzlich seine über Kickstarter finanzierten Instant Colors ausgeliefert. Mit etwas Glück bekomme ich im Laufe des Jahres ausreichend Muster, sodass ich euch dann eine ähnliche Übersicht wie zu den Contrast-Farben präsentieren kann. Spätestens dann brauche ich allerdings ein neues Farbregal. Die Pläne liegen bereits in meiner Schublade und irgendwann dürften auch die Baumärkte wieder öffnen. Dann kann es mit dem Tutorial für euch und mit dem Regal für mich losgehen. Ansonsten ist für 2021 noch mindestens ein Video mit fortgeschrittenen Schneidetechniken rund um den Proxxon Thermocut Heißdrahtschneider in Planung. Außerdem ein umfangreiches Video zum Thema Pigmente.
Worauf ich mich in diesem Jahr aber so richtig freue, ist ein Video, das ich mit Tobi von Bier und Brezel Tabletop plane. Nein, es geht nicht um das Gelände, das ich ihm letztens geschickt hatte. Viel cooler, viel cooler. Verstärkung beim TWS. Zumindest für eine Folge. Mein 21-jähriger Sohn möchte nämlich mal den Job hinter der Kamera und vor dem Schnittrechner übernehmen und für euch ein Tutorial produzieren. Das Thema steht bereits und ich kann schon mal verraten, dass es eklig und leuchtend sein wird. Auf meiner persönlichen To-Do-Liste befinden sich natürlich auch noch ein paar Dinge. Zum Beispiel der Ausbau meines Patreon-Programms. Den Link zu meiner Patreon-Seite findet ihr übrigens in der Videobeschreibung. Ansonsten plane ich für dieses Frühjahr auch einen neuen Kickstarter. Das Thema wird aber noch nicht verraten. Habt bitte noch ein paar Wochen Geduld. Seit rund einem halben Jahr sind zu jedem neuen TWS-Video deutsche und vor allem auch englische Untertitel abrufbar. Diesen Service für alle internationalen Zuschauer werde ich nach und nach auch weiter ausbauen. Aber nicht nur mit Untertiteln, sondern auch in Wort und Bild. Denn in diesem Jahr werde ich einen neuen englischen Kanal mit übersetzten TWS-Videos starten. Das habe ich schon seit über einem Jahr vor und in 2021 soll es damit endlich losgehen. Aber keine Angst, der deutsche Kanal mit wöchentlichen Tabletop-Videos und Tutorials bleibt natürlich für euch bestehen. Entsprechend sehen wir uns nächsten Freitag. Bis dann.